Das BRICS-Payment-System wird Realität. Jetzt gibt es sogar schon eine funktionierende App, die du dir auf dein Handy installieren kannst. Und es gibt BRICS-Payment-Karten. Und damit kannst du zum Beispiel trotz Sanktionen in Russland mit deiner Visa-Karte einkaufen, oder russische Staatsbürger können mit ihrer russischen Bankkarte in China, Brasilien, Indien, Südafrika oder einem der anderen BRICS-Partnerländer einkaufen. Und nein, und nochmals nein, es geht nicht um eine neue Währung, auch wenn das immer wieder behauptet wird, immer wieder in die Kommentare geschrieben wird. Es geht um eine Zahlungsplattform für die 5 BRICS-Staaten und viele weitere Länder, die auch nicht mehr gezwungenermaßen über die SWIFT-Plattform und in Dollar bezahlen wollen. Und das Besondere an BRICS Pay ist gerade, dass man eben über seine lokalen Währungen zahlen kann. Das Konzept, das hier dahinter steckt, ist nicht von den BRICS-Staaten erfunden. Also ähnlich haben es die europäischen Staaten übrigens auch gemacht, bevor der Euro kam. Die finanztechnischen Werkzeuge, wie die BRICS-Staaten das genau realisieren, dass jedes Land in lokalen Währungen mit allen anderen BRICS-Staaten Handel treiben kann, dazu hatten wir ja schon mehrere Videos gemacht, die ich dir hier gerne verlinke. Es gibt ja eine Reihe von Leuten, die die BRICS-Staaten Initiative als Ablenkungsmanöver bezeichnen. Also in Wirklichkeit würden die BRICS-Staaten gemeinsam mit allen anderen westlichen Staaten ja nur die Einführung von CBDC, also Zentralbankwährungen, vorbereiten, sagen einige, und mit dem BRICS-Konzept lediglich die Bereitschaft der Bevölkerung erkaufen, dann die kommenden CBDC schnell zu akzeptieren. Also es stimmt zwar, dass alle BRICS-Staaten auch CBDC, also Zentralbankwährung, einführen wollen und übrigens zum Teil viel weiter mit der Entwicklung oder Einführung sind. In einigen BRICS-Staaten funktioniert die Zentralbankwährung wurde schon erfolgreich getestet, man kann damit schon bezahlen, Überweisungen, auch Ländergrenzen übergreifend wurden dort schon getestet. Aber das BRICS-Payment-System ist mit großer Sicherheit kein reines Ablenkungsmanöver. Dieses Payment Gateway, das hier entwickelt wurde von den BRICS-Staaten, ist eine geniale und übrigens bereits funktionierende Plattform, um komplett unabhängig von der westlichen Welt miteinander Geschäfte zu machen und keine Dominanz einer einzelnen Währung oder eines Staates im Zahlungssystem zu ermöglichen. Die BRICS-Länder haben ausgerechnet, dass würden sie 50% ihres globalen Handels auf ihre eigene Plattform bewegen, sie übrigens 15 Milliarden US-Dollar an Transaktionskosten jährlich einsparen würden. Ganz abgesehen davon, dass Zahlungen natürlich dann auch viel schneller ausgeführt würden, denn das SWIFT-System ist langsam und berechnet übrigens zwischen 2 und 5% Aufschlag auf Transaktionen. China hat es übrigens bereits geschafft, inzwischen ein Handelsvolumen von bisher jährlich 582 Milliarden US-Dollar komplett auf Yuan bzw. lokale Währungen seiner Handelspartner umzustellen. Nochmal, in Prozent. 2010 verrechnete China weniger als 1% seines weltweiten Handels in der eigenen Währung Yuan. Bis März 2024 hat China jetzt in rasantem Tempo seinen weltweiten Handel bereits zu 52,9%, also von 1 auf 52,9% auf die eigene Währung umgestellt. Und gleichzeitig stoßen ja die BRICS-Staaten ihre US-Währungsreserven und US-Staatsanleihen ab. Also wer hier denkt, dass es sich nur um ein orchestriertes System und Ablenkungsmanöver handelt, der hat wahrscheinlich nicht verstanden, dass das BRICS-Pay-System vom gesamten Ansatz technisch und politisch ganz anders organisiert ist als die von der westlichen Welt übrigens auch parallel neu entstehenden Systeme. Und jetzt schon bietet den BRICS-Staaten ihr BRICS-Pay-System oder ihre BRICS-Handelsallianzen enorme Vorteile und übrigens westliche Länder ins Schwitzen. In einem der letzten Videos hatten wir ja berichtet, dass zum Beispiel Soja- und Maisbestellungen in den USA und Weichweizenbestellungen in Australien storniert wurden, weil die BRICS-Länder jetzt über ihre eigenen Zahlungssysteme bestellen und kaufen und handeln und übrigens auch intern lieber bei anderen BRICS-Staaten einkaufen wollen. Insgesamt wurden 240.000 Tonnen US-Weichweizen und 1 Million Tonnen australischer Weizen abgesackt, beispielsweise. Das waren übrigens die größten Stornierungen, die jemals weltweit verzeichnet wurden. Und interessanterweise, da jetzt die Ersatzbestellungen nicht über die SWIFT-Plattform laufen, sondern halt intern unter den BRICS-Staaten abgerechnet werden,
könnte überhaupt nicht ermittelt werden, woher China jetzt zum Beispiel die 1,5 Millionen Tonnen Weizen stattdessen beziehen wird, um die stornierten Bestellungen in der westlichen Welt zu ersetzen. Hier kommt also einiges auf uns zu und es bringt halt die BRICS-Staaten in eine bessere Situation und wie gesagt die westlichen Länder unter Bedrängnisse. Auch in der westlichen Welt, wie gesagt, arbeitet man ja an neuen Zahlungsgateways für die alten und neuen Währungen, also für die traditionellen Währungen und auch für die künftig eingesetzten Zentralbankwährungen. Beziehungsweise es wurden Systeme in den letzten Jahren oder Monaten bereits schon online gestellt. Zum Beispiel FedNow oder also von den USA oder SIC5, SIC5 von der Schweiz oder TIPS zum Beispiel in der Europäischen Union. Diese Systeme arbeiten aber genau wie das SWIFT-System technisch und finanzpolitisch mit einem ganz anderen Ansatz als BRICS-Pay. Das SWIFT-System wird ja von den G10-Zentralbanken in einer Art Genossenschaft betrieben. Und die Größe der Zentralbanken in dieser Genossenschaft ist eben die Fed der USA. Und die 10 Banken bestimmen, wer das System benutzen darf. Also ich war beispielsweise gerade im Iran, als Obama die Sanktionen gegen das Land, also gegen Iran, aufgehoben hatte und die Banken dort wieder nach vielen, vielen Jahren an das SWIFT-System angeschlossen wurden und man dann plötzlich wieder im Iran nach Jahrzehnten Dollar- oder Euro-Konten bei Banken eröffnen konnte und auch einfach Geld überweisen konnte, also wieder bestellen konnte, Warenlieferungen wieder problemlos in den Iran realisieren konnten. Und ich war auch im Land zufällig, als die USA wieder Sanktionen eingeführt haben vor ein paar Jahren und dann innerhalb von ein paar Wochen eben alle Router aus der Ferne einfach deaktiviert wurden und damit keine internationalen Zahlungen mehr möglich waren. Für viele brave Geschäftsleute, auch deutsche Unternehmen, eine schreckliche Zeit, vor allem weil ja auch nicht sanktionierte Geschäfte plötzlich unmöglich wurden. Also eine politische Entscheidung eines SWIFT-Mitglieds, in dem Fall der USA, hat es unmöglich gemacht, dass andere Partner des SWIFT-Systems miteinander Handel treiben konnten und zum Beispiel auch, was ich damals mitbekommen habe, Krebsmedikamente oder Zahnarztbedarf, der überhaupt nicht als Sachgut sanktioniert war, nicht mehr von deutschen Unternehmen in das Land verkauft werden konnte, weil eben keine Bezahlung möglich war. Daran wird sich eben auch in den neuen Zahlungsplattformen für Zentralbankwährungen der westlichen Welt nichts ändern. Das wird so bleiben. Und deswegen ist es eben für eine Reihe von Ländern sehr, sehr interessant, eine Alternative zu haben, eben das BRICS-Pay. Und BRICS-Pay wurde völlig anders als zum Beispiel das SWIFT-System konzipiert und entwickelt. Blenden wir hier mal die Grafik ein. Das System ist, wie man hier sieht, auf der Grafik dezentral. Also die Technologie der Plattform wird in jedem einzelnen Land individuell betrieben. Ein Ausschluss oder eine Sanktionierung eines einzelnen Staates ist technisch nicht möglich. Lediglich könnte jetzt ein Staat beispielsweise entscheiden, bestimmte Banken oder einen Staat nicht mehr zu akzeptieren. Wie man auf der Grafik sieht, hat also im Prinzip jeder Staat sein eigenes BRICS-Pay-System am Laufen, das immer funktioniert. Selbst wenn der Staat vom Internet abgekoppelt würde das System weiter funktionieren. Und ein Staat kann sich also selbst entscheiden, mit dem anderen Staat keine Geschäfte zu machen, aber er hat überhaupt keine technische Möglichkeit und es ist auch in den Verträgen des BRICS-Systems so vorgesehen, dass also ein Staat Geschäfte zwischen Dritten weder blockieren noch behindern kann. Ja, was die Daten betrifft, es gibt kein zentrales Ledger bei einem Staat oder einem Betreiber. Lediglich die Transaktionsbeteiligten haben Zugriff auf Transaktionsdaten, so steht es in der technischen Dokumentation. Das SWIFT-System hat ja ein zentrales System und spiegelt die zentrale Datenbank in 3 Rechenzentren in den USA, in Belgien und der Schweiz. Aber es sind eben identische Datenbanken. Und hier entsteht den G10-Zentralbanken bzw. eben den Staaten, die in dieser Genossenschaft organisiert sind, auch ein Wettbewerbsvorteil zum Nachteil der anderen Teilnehmer. Denn man kann ja auf weltweite Transaktionen aller Länder zugreifen und sehen, wer mit wem in welchem Umfang Handel treibt oder nicht. Vielleicht kann man sogar errechnen, zu welchen Preisen eingekauft wird. Vor allem aber kann man sanktionieren. Und dass die Zahlungsplattform längst, übrigens, also ich rede jetzt von der BRICS-Pay-Zahlungsplattform, dass diese Zahlungsplattform längst über blanke Theorie hinausgewachsen ist, das sah man letzte Woche beispielsweise beim BRICS Business Forum, das ja vom 17. bis 18. Oktober in Moskau stattfand. Und
Dort wurde die neue BRICS-Pay-Karte vorgestellt. Alle Teilnehmer bekamen eine solche mit 500 Rubeln aufgeladene Karte und konnten da jetzt im World Trade Center in Geschäften diese Karte einsetzen und damit bezahlen. Man kann die App auf sein Handy installieren, mit einer Kreditkarte oder einer russischen Bankkarte verbinden und soll dann eben mit der App oder der Karte in allen BRICS-Ländern bezahlen können. Zugegeben, das war jetzt eine technische Demonstration bei diesem Event, aber es bleibt wirklich spannend, was diese Woche an weiteren Neuigkeiten beschlossen wird und mit welchem Tempo, also mit dem Tempo, das eigentlich die BRICS-Pay-Plattform oder die BRICS-Länder überhaupt schon jetzt auf den Tisch gelegt haben, sich die ganze Sache eben weiterentwickelt. Hinterlass auf alle Fälle ein Abo, klick auf die Glocke. Das nächste BRICS-Video kommt in wenigen Tagen, damit du keine Neuigkeiten verpasst. Vielen Dank für heute und bis bald. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.